Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich diese herzige Babyjacke für euch entworfen und gehäkelt. Sie passt für Größe 74/80 und besteht aus 8 Granny Squares und wie ihr seht, auch einfarbige Granny Squares haben eine tolle Wirkung. Ich wünsche euch jedenfalls viel Freude und Spaß beim Nacharbeiten. Für dieses Babyjäckchen nehme ich die Cotton Fun von Gründel. So ein Knäuel hat 50 Gramm und 115 Meter Lauflänge und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 4. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Häkle 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und schließe mit einer Kettmasche zum Ring. Häkle 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und häkle gleich dazu noch einmal 2 Stäbchen. So haben wir 3 Stäbchen. Dann häkle ich 2 Luftmaschen, noch einmal 3 Stäbchen in den Ring. 1, 2, 3, 2 Luftmaschen, weitere 3 Stäbchen in den Ring, 1, 2, 3, noch einmal 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen in den Ring, 1, 2, 3. Somit haben wir 1, 2, 3, 4 mal 3 Stäbchen, dazwischen immer 2 Luftmaschen für die Ecke und die letzte Ecke mache ich so, ich häkle ein halbes Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Das Ganze sieht dann so aus. Und die nächste Runde funktioniert folgendermaßen. Ich beginne wieder mit 3 Luftmaschen, die zählen wieder als ein Stäbchen und häkle ein Stäbchen in die Lücke hinein, sodass wir hier 2 Stäbchen haben. Dann häkle ich auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen drauf, also immer 3. Die 3, die aus der Vorrunde vorhanden sind, mit je einem Stäbchen behäkeln und dann 2 in die Lücke. So haben wir 2, 4, 6, 7 Stäbchen auf der ersten Kante und die anderen machen wir genau gleich. Wir häkeln wieder 2 Luftmaschen für die Ecke, 2 Stäbchen in die Lücke, auf jedes Stäbchen der Vorrunde kommt ein Stäbchen drauf und dann 2 in die Lücke, so dass wir auch hier 2, 4, 7 Stäbchen haben. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke,
jeweils 1 auf jedes Stäbchen, das aus der Vorrunde schon da ist. Und 2 in die Lücke. Und so erhalten wir auf jeder Seite 7 Stäbchen. 2 Luftmaschen für die Ecke, 2 in die Lücke, jeweils 1 auf die Stäbchen der Vorrunde. Und auch am Ende brauchen wir noch 2 in der Lücke, sodass wir auch hier 7 Stäbchen haben. Und ich schließe die Runde wieder mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und diese Runde wird jetzt sinngemäß noch einmal wiederholt. Wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke, häkeln auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen drauf. Diesmal sind aus der Vorrunde schon 7 Stäbchen vorhanden, die häkeln wir ab mit je einem Stäbchen. Und 2 in die Lücke. Und es ergeben sich 2, 4, 6, 8, 10, 11 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Auf jedes Stäbchen der Vorrunde kommt ein Stäbchen drauf. Und 2 in die Lücke. Jetzt haben wir auch hier 11 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Auf jedes Stäbchen der Vorrunde kommt ein Stäbchen drauf. Und 2 in die Lücke. Ergibt 11 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 in die Lücke. Auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen drauf häkeln. Und am Ende ebenfalls 2 in die Lücke. Das sieht dann so aus. Und wir schließen wieder mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und jetzt kommt eine Runde, die etwas anders geht, mit Nöpfchen. Beginnen tut sie genau gleich mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Dann folgt eine Luftmasche, das erste Stäbchen auslassen und eine Dreiernoppe häkeln. Das bedeutet, wir holen einen Umschlag, holen den Faden einmal durch. Also ich bin auf dem zweiten Stäbchen, ein Umschlag.
den Faden ein zweites Mal durchholen, ein Umschlag, den Faden ein drittes Mal durchholen, alle gemeinsam abmaschen bis auf 2 und die letzten beiden abmaschen. Eine Luftmasche, 1 auslassen, eine Dreiernoppe häkeln, hier den Faden immer ein bisschen heraufziehen. Eine Luftmasche, ein Umschlag, Faden einmal durch, ein Umschlag, Faden zweimal durch, ein Umschlag, Faden dreimal durch, alle abmaschen bis auf 2 und die letzten beiden abmaschen, dazwischen immer eine Luftmasche, dann kommt wieder so eine Noppe, eine Luftmasche und wir landen auf dem vorletzten Stäbchen vor der Lücke. 1 bleibt übrig, das passt. Hier kommt die letzte Noppe hinein, dann noch eine Luftmasche, das letzte Stäbchen überspringen wir und häkeln in die Ecke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, dann eine Luftmasche, das erste Stäbchen auslassen, auf jedes zweite Stäbchen eine Noppe häkeln, eine Luftmasche, eine Noppe, eine Luftmasche, immer 1 auslassen, eine Noppe, eine Luftmasche, eine Luftmasche, wir landen wieder auf dem vorletzten Stäbchen vor der Lücke. Auch hier eine Luftmasche, dann kommt die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Wir beginnen immer mit einer Luftmasche und häkeln auf jedes zweite Stäbchen eine Noppe drauf, eine Luftmasche, landen wieder auf dem vorletzten Stäbchen, eine Luftmasche, 2 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 in die Lücke, eine Luftmasche. Und wir sind bei der 4. Kante angelangt. Die funktioniert ganz genau gleich wie alle anderen. Eine Luftmasche, wir landen auch hier auf dem vorletzten Stäbchen, eine Luftmasche,
2 noch in die Lücke. Wir sind mit der 4. Kante fertig und auch diese Runde endet mit einem halben Stäbchen in die 3. Luftmasche. Das Ganze sieht dann so aus. Und jetzt fehlt noch eine Reihe. Das ist wieder eine Stäbchenreihe, die beginnt mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Dann auf die 2 Stäbchen der Vorrunde häkeln wir jeweils ein Stäbchen drauf. Das ist ganz wichtig, dass ihr die nicht vergesst. Dann folgt ein Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen in den Kopf der Noppe, 1 in die Lücke, 1 in den Kopf der Noppe, 1 in die Lücke, 1 in den Kopf, 1 in die Lücke, 1 in den Kopf, 1 in die Lücke, 1 in den Kopf, 1 in die Lücke. Wichtig, auf die Stäbchen der Vorrunde jeweils ein Stäbchen drauf häkeln und dann noch 2 in die Lücke. Und wir erhalten 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 Stäbchen. Ich zeige euch die Kante noch ein zweites Mal. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, jeweils ein Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde, jeweils 1 in die Lücken und immer 1 in den Kopf der Noppe. Ganz wichtig, auch am Ende immer 2 Stäbchen auf die 2 Stäbchen der Vorrunde und 2 Stäbchen in die Lücke. Und es müssen sich auch hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 Stäbchen ergeben. Jetzt folgt wieder die Ecke mit 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde, also 2 nebeneinander, 1 in die Lücke, 1 in den Kopf, 1 in die Lücke, 1 in den Kopf, Ende ebenfalls die 2 Stäbchen nicht vergessen vor der Lücke, 2 in die Lücke und wir haben auch hier 19 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 in die Lücke, jeweils 1 auf die Stäbchen der Vorrunde und ich häkle wieder je 1 in die Lücken
und je eins in den Kopf. Und das mache ich, bis ich bei der Ecke angekommen bin. Und auch hier müssen sich 19 Stäbchen ergeben und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Runde angekommen. Auch hier häkle ich am Schluss noch 2 Stäbchen in die Lücke, sodass wir auf allen 4 Kanten 19 Stäbchen haben. Und ich schließe wieder mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und bei diesem ersten Granny Square häkle ich jetzt noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und ich habe jetzt ein Maß von circa 14 cm. Wenn es 13 sind, ist das auch in Ordnung. Und das wäre für Größe 74, 80 groß genug. Und jetzt häkelt ihr ein zweites, genau identisches Granny Square dazu. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Und beim zweiten Granny Square könnt ihr den Arbeitsfaden dran lassen. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe ein zweites identisches Granny Square gehäkelt und ich zeige euch anhand dieser 2 auch gleich, wie man sie zusammenhäkelt. Und zwar lege ich sie rechts aufeinander. Lücke auf Lücke, steche durch die beiden Lücken an der Ecke durch, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche und häkle in die Lücke noch eine zweite feste Masche dazu. Und dann schaue ich, dass ich immer auf beiden Seiten, vorne und hinten, dasselbe Stäbchen erwische. Das erste Stäbchen vorne und hinten, den Faden durchholen, eine feste Masche. Das zweite Stäbchen vorne und hinten, Faden durchholen, eine feste Masche. Und häkelt die festen Maschen nicht zu straff, sondern eher etwas lockerer. Also Faden immer ein bisschen heraufziehen und dann erst abmaschen. Den Faden ordentlich durchziehen, abmaschen. Und das machen wir, bis wir auf der anderen Seite angekommen sind. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin am anderen Ende angekommen. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt bei den Granny Squares, dann passt das ja haargenau zusammen, da wir immer gleich viele Maschen haben. Und am Ende häkle ich noch 2 feste Maschen in die Lücke, also in die Ecke, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Dann klappen wir uns das Ganze auseinander und wir brauchen insgesamt 8 solche Granny Squares. Jeweils 2 könnt ihr schon zusammen häkeln, also 4-mal genau dieses Teil, das ihr jetzt hier seht. Das brauchen wir 4-mal. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 4 identische Teile angefertigt, also insgesamt 8 Granny Squares. 2 von diesen Teilen bilden die Vorderteile, die brauchen wir im Moment noch nicht, die legen wir zur Seite. Und aus 2 bilden wir das Rückenteil. Wir legen die Teile wieder rechts aufeinander, nehmen uns die Häkelnadel,
Ich steche mit der Nadel durch beide Teile durch in der Lücke, hole den Faden durch, mache einen Knoten, also zuerst einmal und dann noch einmal. Steche noch einmal durch beide Teile durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche, steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch, häkle eine feste Masche und noch eine zweite feste Masche dazu und den Faden häkle ich gleich mit ein. Und dann mache ich es wieder so wie vorhin. Ich nehme das erste Stäbchen vorne und hinten und häkle die beiden Teile mit festen Maschen zusammen. Und das mache ich jetzt, bis wir hierher kommen zur Mitte des Teils, und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin in der Mitte angekommen und auch hier häkle ich in die Lücken jeweils 2 feste Maschen. Also ich habe jetzt 2 feste Maschen in die erste Lücke gemacht, springe dann hinüber in die zweite Lücke und häkle auch hier 2 feste Maschen hinein und dann wieder jedes Stäbchen, wie wir es schon kennen, zusammenhäkeln. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Das fertige Rückenteil sieht jetzt so aus. Und jetzt nehmen wir uns ein Vorderteil, legen es wieder rechts auf das Rückenteil, also die schöne Seite innen. Und jetzt schließen wir die Schulternaht, und zwar nur ein Stück. Wir lassen hier für den Halsausschnitt circa 6 cm offen. Und wir nehmen uns wieder den Faden, stechen wieder durch beide Lücken durch, holen den Faden durch, verknoten ihn wieder. Und ich steche wieder in die Lücke durch beide Teile durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann 2 feste Maschen in die Lücke. Auch diesen Faden können wir gleich mit einhäkeln. Und dann häkle ich mit festen Maschen wieder Stäbchen für Stäbchen zusammen. Und für den Halsausschnitt lasse ich 6 cm offen. Und wenn ich dort angekommen bin, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Bei mir haben sich jetzt 13 feste Maschen ergeben und 6 cm lasse ich frei. Und dann häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und dann nehmen wir uns das zweite Vorderteil, legen es ebenfalls rechts auf das Rückenteil, drehen uns das Ganze um und beginnen wieder von außen nach innen und machen das ganz genau gleich wie auf dieser Seite. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt beide Schulternähte geschlossen, das Ganze auf die schöne Seite gedreht, und jetzt würde ich vorschlagen, zwischendurch ein paar Fäden vernäht, also zumindest alle die gut in Nähten zu verstecken sind. Die an den Ecken würde ich noch sein lassen, also alle, die man gut in den Nähten verstecken kann. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt inzwischen ein paar Fäden vernäht und jetzt machen wir zunächst die Ärmel, und dazu klappen wir uns das Ganze
auseinander. Es ist egal, ob ihr jetzt auf dieser Seite beginnt oder auf dieser Seite. Ich beginne einfach, ich mache die Ärmel über 2 Granny Squares drüber und ich beginne wieder hier in der Lücke, wo die Granny Squares zusammenkommen. Da steche ich mit der Nadel ein, hole den Faden durch, mache wieder einen Knoten hinein, den Faden könnt ihr wieder mit einhäkeln, steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und häkle dann in die Lücke ein halbes Stäbchen, also wieder in die Lücke hinein. Ein halbes Stäbchen und häkle dann auf jedes Stäbchen der Vorrunde oder beziehungsweise des Granny Squares ein halbes Stäbchen drauf und achtet darauf, dass ihr bei den halben Stäbchen den Faden ungefähr auf diese Höhe zieht, dass wir hier eine Ebene haben, also nicht so winzig klein, sondern dass das ungefähr eine Ebene ist und dann abmaschen. Dann werden es schöne halbe Stäbchen und ich mache das bis zur nächsten Lücke, auf jedes Stäbchen ein halbes Stäbchen. Und bei der Schulter sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin bei der Schulter angekommen und da mache ich ein halbes Stäbchen in die Lücke, springe dann auf die andere Seite und mache auch hier ein halbes Stäbchen und dann häkle ich wieder halbe Stäbchen über das Granny Square drüber und bei der nächsten Naht sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich mache auch hier noch ein halbes Stäbchen in die Lücke direkt vor der Naht und dann wende ich die Arbeit und ich beginne die Reihe immer mit einer Luftmasche und häkle gleich in die allererste Masche das erste halbe Stäbchen und dann auf jede Masche, die wir haben, also auf jedes halbe Stäbchen der Vorrunde, kommt wieder ein halbes Stäbchen drauf. Und am Ende der Reihe zeige ich euch, wie ich die Abnahmen mache. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin auf der anderen Seite angekommen. In der ersten Reihe waren es bei mir 42 halbe Stäbchen. Und jetzt mache ich es immer am Ende der Reihe so. Das letzte halbe Stäbchen lasse ich unbehäkelt. Jetzt habe ich also 41 halbe Stäbchen gemacht und dann wende ich wieder bei der Hinreihe immer mit einer Luftmasche beginnen und in die erste Masche gleich das halbe Stäbchen häkeln, dann wieder hinüber häkeln und immer das letzte halbe Stäbchen unbehäkelt lassen. Ich zeige euch das Ganze gleich noch einmal, wenn ich auf der anderen Seite angekommen bin. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt in dieser dritten Reihe nur noch 40 halbe Stäbchen. Das letzte lasse ich wieder unbehäkelt, wende wieder. Wir bekommen also in jeder Reihe eine Masche weniger und das verteilt sich gleichmäßig auf beide Seiten. Auch die Rückreihe beginnt gleich wie die Hinreihe mit einer Luftmasche und einem halben Stäbchen gleich in die erste Masche und in dieser Reihe sind es dann nur noch 39 halbe Stäbchen und so weiter, also einfach immer das letzte unbehäkelt lassen
und das mache ich, bis der Ärmel circa 20 cm lang ist. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Mein Ärmelchen sieht im Moment so aus. Es hat jetzt eine Länge von genau 20 cm von der ersten Reihe halbe Stäbchen weg. Hier unten habe ich noch 13 cm und ich habe 21 Reihen halbe Stäbchen gemacht und habe jetzt noch 22 halbe Stäbchen übrig und das passt sehr gut. Sollte der Ärmel bei euch zu eng werden, macht ihr die letzten paar Zentimeter gerade, oder wenn ihr die Ärmel weiter haben wollt als ich, dann einfach das letzte Stück ohne Abnahmen häkeln. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt mache ich auf der anderen Seite ganz genau das gleiche. Ich beginne wieder hier mit dem Ärmelchen über die beiden Granny Squares drüber und ansonsten ganz genau gleich wie das erste Ärmelchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt das zweite Ärmelchen ganz genau gleich gemacht wie das erste und ich lasse den Arbeitsfaden jetzt gleich dran und lege mir das Ganze so zusammen, dass wir uns auf der weniger schönen Seite befinden, also auf der Innenseite, und ich schließe jetzt die Ärmel- und Seitennaht in einem durch. Hier solltet ihr darauf achten, dass ihr genau, also dass das genau aufeinander kommt, dass die Ärmelnaht und die Seitennaht genau gleich sind. Und dann häkle ich die Seitennaht und beziehungsweise die Ärmelnaht mit festen Maschen zusammen. Ich hole den Faden durch. Und jetzt müsst ihr darauf achten, erstens, dass immer schön Reihe auf Reihe aufeinander kommt. Und auch hier den Faden heraufziehen, nicht winzig kleine feste Maschen machen, sondern darauf achten, dass das Ganze flach wird und nicht sich wellt bzw. auch nicht zusammenzieht. Also ihr müsst schauen, dass ihr genug feste Maschen macht, aber auch nicht zu viele. Das Ganze sollte schön flach werden. Und ich mache das jetzt bis zur Achselhöhle und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Ärmelnaht jetzt geschlossen. Hier in der Achselhöhle mache ich eine feste Masche in die Lücke, springe dann zu den Granny Squares, also zur Seitennaht hinüber, mache auch hier in die Lücke eine feste Masche und dann ist es einfach. Wir häkeln wieder Stäbchen für Stäbchen mit festen Maschen zusammen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Seitennaht fertig und hier häkle ich noch 2 feste Maschen in die Lücke,
häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und auf der anderen Seite machen wir das ganz genau gleich mit dem zweiten Ärmelchen. Hier muss ich jetzt neu anschlingen, weil ich vorher nicht dran gedacht habe, das gleich zu machen. Aber das ist auch kein Problem. Ich steche durch beide Teile durch, hole den Faden durch, verknote ihn und hier können wir die beiden Fäden gleich mit einhäkeln. Steche noch einmal durch beide Teile durch. Hole den Faden durch, häkle zunächst eine Luftmasche, steche noch einmal durch dieselbe Öffnung durch, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche und dann mache ich das ganz genau gleich wie auf der anderen Seite. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Mein Jäcklein sieht inzwischen so aus. Ich habe jetzt die Seitennähte und die Ärmelnähte geschlossen. Die Ärmel sind lang genug, dass man sie umstülpen kann, damit die noch ein bisschen mitwachsen. Und jetzt fehlt uns natürlich noch die Abschlusskante und dazu drehe ich mir das Ganze jetzt um und ich beginne hier bei einer Seitennaht beim Vorderteil, also hier beginne ich, damit wir hier den runden Übergang haben, und dazu steche ich jetzt in diese Lücke des Granny Squares ein, hole den Faden durch und verknote ihn. Ziehe ihn auf die rechte Seite der Lücke. Den Faden häkle ich gleich wieder mit ein. Ich steche durch die Lücke noch einmal durch, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche. Und dann häkle ich in die Lücke 2 halbe Stäbchen. 1, 2. Dann häkle ich auf jedes Stäbchen, das da ist, ein halbes Stäbchen drauf, und zwar bis zur Ecke. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Kommen zurück. Ich bin bei der Ecke angekommen und hier häkle ich in die Lücke in den Ecken immer 3 halbe Stäbchen. Alle 3 in die Lücke hinein. Dann das zur Seite schieben, dass das erste Stäbchen wieder sichtbar ist. Und dann häkle ich bis zur nächsten Naht und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin da angekommen, wo die beiden Granny Squares zusammenkommen, und auch hier häkle ich in die Lücken jeweils 2 halbe Stäbchen, springe dann in die nächste Lücke, häkle wieder 2 halbe Stäbchen und hier immer etwas nach rechts schieben, damit das erste Stäbchen sichtbar wird. Sonst kann man das gerne auslassen. Und jetzt häkle ich bis zur nächsten Ecke und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin jetzt hier bei der Halskante angekommen und auch hier häkle ich 3
halbe Stäbchen, also immer in die Ecken 3, damit wir gut um die Kurve kommen. Jetzt häkle ich bis zur Schulternaht, auch auf jedes Stäbchen ein halbes Stäbchen. Wir kommen gleich zur Schulternaht. Und hier müsst ihr einfach schauen, dass keine Löcher entstehen. Also bis zur Schulternaht hinhäkeln und dann geht es auf dem Rückenteil weiter. Und ihr müsst jetzt nur komplett rundherum häkeln, in die Lücken, wo die Granny Squares zusammenkommen, immer 2 und an den Ecken immer 3 halbe Stäbchen in die Lücken und einfach bis wir wieder dort ankommen, wo wir begonnen haben. Einmal komplett rundherum und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe rundherum gekommen. Häkle auch hier in die letzte Lücke noch 2 halbe Stäbchen vor der Naht. Zwei halbe Stäbchen in die Lücke und schließe in den Kopf, also nicht hier in die Luftmasche, sondern hier oben in den Kopf der Masche zur Runde. Beginne wieder mit einer Luftmasche und häkle gleich in dieselbe Einstichstelle das erste halbe Stäbchen und ich häkle jetzt wieder bis zur Ecke, also bis hierher und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich bin an der Ecke angekommen und hier haben wir in der Lücke 3 halbe Stäbchen. Das erste häkeln wir ganz normal ab und ins mittlere häkle ich wieder 3 halbe Stäbchen. Alles in eine Masche, also immer bei den Ecken ins mittlere halbe Stäbchen kommen 3 halbe Stäbchen hinein. Das nächste wieder ganz normal. Und jetzt, das sieht dann so aus. Und jetzt kommen wir zu den Knopflöchern. Ich schaue jetzt, wie wir die am besten einteilen und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt mir Markierungen gesetzt, wo ich die Knopflöcher gern haben möchte. Ich habe von hier ungefähr 3 cm herunter gemessen und mit der Klammer genau 2 Maschen zugedeckt. Dann habe ich 9 halbe Stäbchen heruntergezählt, wieder 2 Maschen zugedeckt, 9 halbe Stäbchen heruntergezählt, 2 Maschen zugedeckt, 9 halbe Stäbchen heruntergezählt und 2 Maschen zugedeckt. Bei euch könnte das eventuell auch ein bisschen anders sein. Die Knopflöcher sollten in regelmäßigen Abständen gemacht werden und so ist es relativ einfach herauszufinden. Und jetzt häkle ich halbe Stäbchen bis zur ersten Klammer. Und wie gesagt, ich habe hier 2 Maschen verdeckt. Die überspringe ich jetzt mit 2 Luftmaschen, lasse also 2 aus und häkle wieder halbe Stäbchen bis zur nächsten Klammer.
Das müssten jetzt 9 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gebe die Klammer wieder heraus. Häkle 2 Luftmaschen, lasse 2 aus und so mache ich das mit allen Knopflöchern und ich zähle auch hier wieder nach, ob es wieder 9 sind und wir sehen uns am Kragen oben wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Das Ganze sieht jetzt so aus und hier wieder in der Ecke, nicht vergessen, ins mittlere halbe Stäbchen häkeln wir wieder 3 Maschen, also 3 mal ein halbes Stäbchen in eine Masche. Das machen wir bei allen Ecken so. Und jetzt häkeln wir wieder rundherum, bis wir wieder die Runde schließen können. Und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen, schließe wieder in den Kopf des ersten halben Stäbchens zur Runde. Beginne wieder mit einer Luftmasche und gleich einem halben Stäbchen in die erste Masche und häkle jetzt bis zum ersten Knopfloch die Ecke wie vorhin auch mit 3 halben Stäbchen ins mittlere Stäbchen, genau wie in der Vorrunde, und wir sehen uns beim Knopfloch wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Hier seht ihr noch einmal die Ecke. Auch hier habe ich 3 halbe Stäbchen in die Ecke gemacht und hier beim Knopfloch müsst ihr gut schauen. Hier in dieses halbe Stäbchen muss noch ein halbes Stäbchen hinein. Also das hängt schon ein bisschen hier herüber, aber hier muss unbedingt noch eins hinein. Dann 2 in die Lücke. Und dann geht es wieder weiter bis zum nächsten Knopfloch. Ich zeige euch das noch einmal. Also auch hier in dieses allerletzte noch ein halbes Stäbchen häkeln und dann 2 in die Lücke. Und ich häkle jetzt wieder die ganze Runde. In die Ecken immer 3 halbe Stäbchen und ansonsten auf jedes halbe Stäbchen ein halbes Stäbchen. Und am runden Ende sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen, schließe wieder in den Kopf des ersten halben Stäbchens, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt heißt es nur noch die Fäden vernähen und die Knöpfe annähen. Ich habe hier ein paar hübsche Kinderknöpfe. Die sind zum Beispiel von Teddy. Und wenn ihr das gemacht habt, ist unser hübsches Babyjäcklein fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Freude und Spaß beim Nacharbeiten dieser tollen Babyjacke und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.